Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es nochmal um den HAG Hinterradantriebsgehäuse. Für alle, die es nicht wissen. Entlüftung HAG. Entlüftung HAG sieht bei den Modellen so aus. Kleine schwarze Kappe, die oben auf dem Hinterradantriebsgehäuse aufsitzt. Das Ding kann man drehen, das ist ein kleiner Deckel. Da unten drunter ist eine Metallhülse, die sieht so aus. Also in neu sieht die natürlich anders aus. Und in dieser Metallhülse ist so ein kleiner Schwamm. Naja, und um das Ganze drumherum ist nochmal so ein O-Ring. Naja, okay. Für viele vielleicht gar kein Problem, allerdings für die, die das ganze Jahr überfahren oder die auch mal im Gelände fahren mit den GS-Modellen, aber das ist bei allen anderen auch, 1100er hat es und alle anderen R50er, RL50er Modelle natürlich auch. Da gibt es eine Möglichkeit, das zu ändern und die Möglichkeit, die möchte ich euch heute mal zeigen. Und zwar ist es so, es kann also bei der normalen, serienmäßigen Gehäuseentlüftung sein, dass wenn ihr in extremen Regen fahrt oder durchs Wasser fahrt beispielsweise, also gerade mit den GS-Modellen, dass man mal irgendwie durch ein tieferes Schlammding irgendwas fährt, ja, also dann kann es passieren, dass über diese Entlüftung Wasser ins Hinterradgetriebe einläuft. Und dann mischt sich das mit dem Öl und dann ist natürlich alles nicht so toll. Und dem kann man abhelfen und wie man da abhelfen kann, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, wir haben also hier, steckt normalerweise diese Hülse hier drin. In der Hülse, wie schon erwähnt, dieses Schaumstoffteil. Dann gibt es da oben drüber noch eine Dichtung und das Ganze wird dann verschlossen durch so eine Kappe hier, die da oben drauf sitzt. Und bei euch sieht es dann letztendlich ungefähr so aus. Über dieses Loch und weil das Ding lose verbunden ist mit dieser Metallhülse, kann eben Wasser hier eindringen und kann zu Problemen führen mit dem Getriebeöl und so weiter und so fort. Nun gibt es die Möglichkeit, hier einen Adapter einzusetzen und in diesen Adapter wird letztendlich hier dieser Anschluss geschraubt. Bei diesem Anschluss ist es so, dass der hier unten drehbar ist, also der ist trotzdem abgedichtet. Wir haben hier einen Dichtring drauf und ein Gewinde, welches genau hier reinpasst. Ja, das kann man dann zusammendrehen und dann bewegt sich das hier nach wie vor. Das ist der eine Teil davon. Der andere Teil davon ist der, dass in diese Verbindung hier ein Schlauch passt. Und dieser Schlauch, ungefähr 1 Meter lang, den kann man dann, das sehen wir dann am Ende, wenn wir alles wieder zusammen haben, kann man dann unter die Sitzbank oder am Rahmen irgendwo hinlegen und dann tritt hier an der Stelle kein Wasser mehr ein. Ja, und wie in gewohnter Manier findet ihr natürlich die Teile dafür, wo ihr die kaufen könnt. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, und an dieser Stelle wollte ich mich gerne mal bedanken für die vielen, vielen Abonnenten, die ich mittlerweile habe, die vielen Likes und natürlich eure tollen, tollen Kommentare. Vielen Dank dafür und weiter geht's im Video. So, als allererstes müssen wir natürlich diesen kleinen Adapter hier, der ist aus Aluminium, der hat genau das Maß, was hier reinpasst, ein bisschen größer. Da machen wir ein bisschen Öl dran, dass das besser flutscht, das Ganze. Auch hier innen rein ein bisschen. Dann setzen wir das Ganze hier auf. Dann schauen wir mal. So.
sitzt, passt, wackelt und hat Luft. So, dann schauen wir mal, ob wir da noch Luft dazwischen haben. Mit der Füllerleere 0,05. Da haben wir noch ein bisschen Luft drin hier. Klopfen wir noch ein bisschen nach. Naja, gut. Also 0,05. Das dichtet so gut ab untenrum. Das sitzt recht press drin, das Ganze. So, ich habe natürlich vorher die Fläche hier oben natürlich sauber gemacht mit einem feinen Schmirgelpapier. Also hier zum Beispiel mit einem 800er Schmirgelpapier kann man das wunderbar sauber machen. Und jetzt können wir dieses Teil hier eindrehen. Wir brauchen hier keine Schraubensicherung, weil hier unten drunter, also ich mache das nochmal raus, hier unten drunter ist ein, ich nehme an, dass das ein Teflonring ist und der dichtet das Ganze dann ab. So, das können wir jetzt da einschrauben. Jetzt ist das Ganze fest. Die Dichtung dichtet das unten drin gut ab, aber dennoch kann man das ganze Teil hier gut bewegen. Und wenn man jetzt hier den Schlauch einsteckt, fest einpresst, dann hält der von ganz alleine. Und wenn man den wieder lösen will, drückt man das einfach zurück und macht das raus. Da sind innen drin so Klemmen, das sind ähnlich wie kleine Druckluftleitungen. Aus dem Druckluftbereich kennt man das eben. So, und später, wenn wir das Ganze montieren, dann können wir den Schlauch mit der Bremsleitung zum Beispiel nach oben verlegen, unter die Sitzbank oder je nachdem, wo es am besten passt. Aber das schauen wir uns dann am Ende an, wenn wir das Ganze wieder alles zusammenbauen. Ja, vielleicht nur für die GS-Fahrer interessant, wobei natürlich auch mit anderen Motorrädern, mit R-Modellen oder mit RT-Modellen mal durch den Dreck gefahren wird oder eben halt Langstrecke auf der Autobahn bei Regen oder sonst was. Dann ist das vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Kurzes Gimmick, kurzes Tool, wo ihr das kaufen könnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao, ciao.